Heute sprechen wir bei So You über Nähen mit einem kleinen Budget. Und zwar kam die Inspiration von Marianne, die in einem Kommentar dieses Thema aufgegriffen hat. Und zwar war sie schockiert darüber, wie viel teurer es ist, etwas selber zu nähen, im Vergleich zu einfach ein fertig genähtes Kleidungsstück oder Accessoire zu kaufen. Und als ich so am Antworten war und meine Antworten immer länger wurden, dachte ich, das ist so ein wichtiges Thema, ich muss daraus ein ganzes Video machen, damit ich all meine Tipps, Tricks und Ideen, die ich über die Jahre gesammelt habe, mit euch teilen kann. Damit ich euch Inspiration und Ideen geben kann, wie ihr selber ganz viel Geld sparen könnt und so trotzdem diese wunderschöne Leidenschaft des Nähens ausüben könnt. Denn es gibt Wege, wie man Geld sparen kann und seine eigenen Sachen trotzdem selber nähen kann, ohne gleich auf Qualität verzichten zu müssen. Also vielen Dank, Marianne, dass du es geschrieben hast. Hier ist meine ganz lange Antwort darauf. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich bin Jenny. Bei mir dreht sich alles ums Thema Nähen, in Nähtutorials oder ich gebe euch Tipps und Tricks rund ums Thema Nähen. In meinen So Useful Videos zeige ich euch, wie ihr Dinge, die ihr bereits zu Hause habt, upcyclen könnt oder reparieren könnt, um ihnen damit ein neues Leben einzuhauchen. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und diesem Video einen Daumen hoch gebt, wenn es euch gefällt. Und bitte schreibt mir all eure Fragen, Kommentare, Anregungen unten in die Kommentare rein. Ich freue mich wirklich riesig darauf, von euch zu hören. Jetzt legen wir aber mit dem Video los. Wenn man anfängt zu nähen, braucht man ziemlich schnell eine Nähmaschine, außer man ist willig, alles von Hand zu nähen. Und bei Nähmaschinen, da gibt's schon ein Riesenpotenzial, um Geld zu sparen. Denn man muss nicht gleich die teure Markenmaschine kaufen, besonders wenn man erst gerade anfängt zu nähen. Vielleicht will man zuerst rausfinden, ist es wirklich so mein Ding, macht es mir langfristig Spaß? Dann macht es auf jeden Fall Sinn, da noch nicht gleich sein ganzes Geld reinzustecken. Ich habe tatsächlich angefangen, auf der alten Nähmaschine meiner Mama zu nähen. Das hat auch ein paar Jahre lang gut so funktioniert, bis meine Eltern mir dann irgendwann eine neue Nähmaschine gekauft haben, als ich irgendwie 13 oder so war. Und das ist eine No-Name-Nähmaschine, ziemlich günstig, wenig Elektronik, aber eine große Stichauswahl. Und tatsächlich nähe ich auch heute immer noch mit dieser Nähmaschine. Ich habe während der ganzen Schulzeit, während dem Modedesign-Studium damit genäht und sogar mit dieser Maschine meinen Schneiderlehrabschluss gemacht. Wenn du gerade erst anfängst zu nähen, frag doch mal bei Familie und Freunden nach, ob du eine Nähmaschine ausleihen darfst, damit du noch gar nicht Geld investieren musst da rein. Und dann seh erst mal, ob es dir wirklich Spaß macht längerfristig. Wenn es dann soweit ist und du dir eine eigene Nähmaschine kaufen möchtest und trotzdem nicht sehr viel Geld investieren möchtest, schau unbedingt nach, was es alles Secondhand verfügbar gibt. Also da gibt's Secondhand-Läden oder in der Schweiz heißen es Brockenhäuser. Der Begriff in Deutschland ist, glaube ich, soziale Kaufhäuser. Dann gibt es auch Anzeigen in der Zeitung oder online. Ich würde dir aber unbedingt empfehlen, dass du sie ausprobieren kannst, dass du auch wirklich weißt, dass sie funktioniert, dass du dich wohlfühlst mit ihr und zurechtkommst. Also ungetestet kaufen ist schwierig. Also unbedingt vorher ausprobieren, schauen, dass sie in einem guten Zustand ist, dass du dann nicht plötzlich nachher viel mehr Geld ausgibst, weil du sie irgendwie warten musst oder so, wenn du gleich von Anfang an eine neue gekauft hättest. Wenn du eine Nähmaschine hast, dann brauchst du Stoff, um etwas nähen zu können. Und auch dort gibt es einen riesig großen Unterschied an Preisen, die du dafür bezahlen kannst. Besonders wenn du gerade anfängst zu nähen, brauchst du wahrscheinlich noch nicht den teuersten Stoff, den du finden kannst. Fang mit günstigeren Stoffen an, schau unbedingt im Ausverkauf nach, was du findest, denn dort gibt es die schönen Stoffe, die gerade erst Trend waren, für kleines Geld. Außerdem sind einfarbige Stoffe meistens auch günstiger als bedruckte, gemusterte Stoffe. Wenn du einen unifarbigen Stoff wählst, musst du deshalb nicht auf Muster verzichten, denn du kannst deinen Stoff auch selber bemalen. Es gibt zum Beispiel in Baumärkten Stoffmalfarbe und Schablonen, mit denen du deinen eigenen Stoff zu designen kannst. Mit so ein paar Flaschen kommst du ziemlich weit, hast vielleicht sogar genug für mehrere Projekte und so kannst du mit ganz wenig Geld, aber etwas Zeit deinen eigenen Stoff designen. Das habe ich übrigens bei meinem Schneeflockenkleid gemacht. Ich blende euch den Link hier oben ein, falls ihr es euch gerne ansehen möchtet. Der Stoff muss auch nicht immer neu sein.
Man kann nämlich zum Beispiel auch aus Bettwäsche, Gardinen oder Tischtüchern Kleidungsstücke nähen. Wenn du nicht gerade Bettwäsche oder Vorhänge zu Hause rumliegen hast, die du nicht mehr brauchst, empfehle ich dir wieder die Brockenhäuser oder sozialen Kaufhäuser. Denn dort findest du die Sachen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Was aber noch zu sagen ist, wähl trotzdem einen Stoff, der wirklich zu deinem Projekt passt. Wenn auf dem Schnittmuster steht, dass du irgendeinen leichten, luftigen Stoff verwenden solltest, nimm nicht die schwersten Samtgardinen, Vorhänge, die du finden kannst. Also verwende nicht einfach irgendeinen Stoff, den du gerade gefunden hast, sondern er muss wirklich auch zu deinem Projekt passen. Denn ansonsten kommt es nicht so raus, wie du es gerne möchtest, und dann ist es am Schluss eben doch frustrierend. Also, auf jeden Fall richtigen Stoff wählen zu deinem Nähprojekt, aber sei offen. Geh in Secondhand-Läden mit offenen Augen, seh dir an, was es alles hat, was man typischerweise eben nicht für Kleider verwenden würde, aber was vielleicht trotzdem sehr gut passt. Wenn du aber trotzdem einen neuen Stoff kaufen möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt nur so viel zu kaufen, wie du auch wirklich brauchst. Also am besten weißt du schon, was du nähen möchtest und gehst dann auf die Suche nach einem Stoff. Klar, wenn du jetzt Näh-Einsteigerin oder Einsteiger bist, dann lohnt es sich wahrscheinlich noch etwas mehr vom Stoff zu kaufen, denn es kann ja sein, dass mal etwas in die Hose geht. Ist mir ganz oft passiert. Ich war wirklich froh darum, dass ich mehr gekauft hatte. Bei mir ist aber irgendwie auch so, dass wenn ich mich in einen Stoff verliebt habe, dann habe ich den gekauft, bevor ich eigentlich so ganz genau wusste, was ich damit nähen wollte. Klar, ich habe ihn gesehen, ich hatte eine Idee und habe dann so ungefähr so Stoff gekauft. Und tatsächlich kam das manchmal dann auch so raus, dass es nicht gereicht hat. Was für mich aber okay war, denn das hat mich dann wirklich so zum Überlegen und zum richtig kreativ werden angeregt. Und daraus sind dann zum Teil die einfach schönsten Modelle entstanden, weil ich noch kreativer sein musste und dann Stoffresten von einem anderen Projekt irgendwie da mit reingenommen habe, dass es dann gereicht hat. Und das sind dann so die wirklich einzigartigen Einzelstücke geworden. Also es hat auch Vorteile, wenn man etwas zu wenig Stoff hat. Was mich auch gleich zum Thema Stoffresten bringt. Wenn du größere Stücke hast, behalt die unbedingt auf, weil vielleicht passt du dann perfekt zu einem anderen Nähprojekt, dass man dann so etwas weniger Stoff kaufen muss. Da kann man noch richtig kreativ damit werden. Im Allgemeinen finde ich diese Secondhand-Läden wie die Brockis in der Schweiz oder die sozialen Kaufhäuser absolut genial. Denn man weiß nie, was für einen Schatz man dort findet. Es sind nicht nur gebrauchte Nähmaschinen und Stoffe, sondern eben auch ganz viele andere Sachen wie Knöpfe, Reißverschlüsse, Meterware oder eben auch Gurtschnallen. Ich persönlich finde, man findet so die schönsten, einzigartigsten Sachen dort. Und rein vom Nachhaltigkeitsfaktor sind wir hier wieder genau auf dieser Schiene. Man muss nicht immer neuen kaufen. Wieso nicht Vorhandenes einfach wiederverwenden? Deshalb ist es so, dass wir Nähbegeisterte auch einen großen Unterschied für unsere Umwelt machen können. So können wir so viele Ressourcen sparen oder wiederverwenden, weil wir wissen, wie wir aus etwas Alten wieder etwas Neues machen können, das uns Freude bereitet. Was mich gleich zum nächsten Thema bringt, und zwar Kleider, die man nicht mehr reparieren kann, die einfach durchgetragen sind. Schmeiß die nicht einfach weg, sondern nimm vorher unbedingt noch alles Brauchbare raus. Also trenn den Reißverschluss raus, entferne die Knöpfe, entferne vielleicht auch Pailletten oder Perlen oder was auch immer es noch so dran hat. Und so kannst du ziemlich Geld sparen für deine nächsten Projekte. Ich mache das meistens am Abend vor dem Fernseher. Dann habe ich was mit meinen Händen zu tun, weil ich finde Stillsitzen sehr schwierig. Und zum Schluss kann ich dir auch unbedingt empfehlen, mit deinem Umfeld zu reden. Erzähl ihnen, dass du gerne nähen möchtest und dass du auf der Suche nach günstigem Stoff bist oder so, denn viele Leute haben noch irgendwie Stoff zu Hause oder Knöpfe oder was weiß ich, dass sie sogar froh sind, loszuwerden und für kleines Geld zu verkaufen oder vielleicht sogar zu verschenken. Also Ordnung hilft auf jeden Fall auch, um Geld zu sparen, denn wenn du weißt, was du hast und wo es ist, dann kannst du es auch verwenden. Wenn du es suchen musst und es nicht mehr findest, dann musst du es leider neu kaufen und das bringt dann eben leider auch nichts. Im Allgemeinen möchte ich aber trotzdem sagen, Geld sparen ja, Qualität einsparen nein. Denn ihr investiert sehr viel eurer Zeit, eurer Leidenschaft, um etwas selber zu nähen. Und das soll am Ende auch wirklich schön sein. Wenn ihr also von Anfang an schon irgendwie einen Stoff nehmt,
der euch eigentlich gar nicht gefällt oder der schon irgendwie Löcher hat oder ganz dünn ist, weil er schon gebraucht ist und das Kleidungsstück dann, keine Ahnung, nur ein paar Waschgänge aushält und schon wieder kaputt ist, dann macht das keine Freude mehr. Und so soll es nicht sein, sondern wirklich sucht euch einen Stoff, der euch wirklich gefällt, der qualitativ hochwertig ist. Und das kommt besonders auch bei Reißverschlüssen, finde ich so, kriegt das noch einen höheren Stellenwert. Denn bevor ihr einen Reißverschluss verwendet, sei das jetzt einen, den ihr bereits zu Hause habt oder einen, den ihr kaufen möchtet, probiert ihn aus und seht, ob er nicht irgendwie schon klemmt oder so. Denn wenn ihr einen Reißverschluss verarbeitet in einem Kleidungsstück, ist das so ziemlich mit der erste Schritt. Wenn er also nachher kaputt geht, ist es sehr viel aufwendiger, den irgendwie rauszutrennen und zu ersetzen, als wenn ihr von Anfang an dann doch lieber etwas mehr in einen qualitativ hochwertigen Reißverschluss steckt und irgendwo anders Geld einspart. Er spart euch sehr viele Nerven, glaubt mir. Been there, done that. Noch eine schöne kleine Nähweisheit von mir. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt richtig viele Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, wie ihr Geld sparen könnt und mit viel Freude weiternähen könnt. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstige Kommentare habt, schreibt sie unbedingt rein. Ich freue mich richtig darauf, von euch zu hören. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nähen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.